Wenn es um unsere Miezen geht, wollen wir doch alle möglichst wenige Fehler machen und uns so gut anstellen, wie es geht. Aber ein guter Vorsatz bedeutet noch lange nicht, dass es deshalb auch klappt. Tatsächlich kann man sogar jede Menge falsch machen bei den kleinen Fellraketen. Wenn du die folgenden 11 schlimmen Fehler machst, dann musst du dringend etwas ändern. Erstens, unbeaufsichtigt auf dem Balkon. Wenn du eine Hauskatze hast, die keinen Freigang hat, könntest du auf die Idee kommen, deine Katze auf den Balkon zu lassen. Tatsächlich tun das auch sehr viele Menschen und die meisten Miezen haben große Freude daran. Richtig gefährlich wird es aber, wenn du nicht vorher deinen Balkon mit einem Katzennetz sicherst. Wenn du darauf verzichtest, könnte es nämlich passieren, dass deine Katze auf oder direkt über das Geländer springt und abstürzt. Und obwohl Katzen häufig auf ihren Füßen landen, passiert das bei weitem nicht immer. Wenn dein Stubentiger nämlich nicht genug Zeit hat, sich zu orientieren und so auszurichten, dass er auf den Pfoten landet, könnte er sich schwer verletzen oder sogar sterben. Zweitens, ständig deine Routinen ändern. Katzen sind Gewohnheitstiere, die ihre Routinen lieben und häufig auch vehement einfordern. Besonders dann, wenn es um die Fütterungszeit geht. Andere Miezen hingegen fügen sich ihrem Schicksal, wenn es ständig anders läuft, sind aber trotzdem nicht unbedingt immer glücklich damit. Tatsächlich ist es sogar so, dass Katzen nach einer Zeit der ständigen Veränderung häufig erst krank spielen, sich erbrechen, neben das Klo machen und ähnliche Dinge. Und, wenn der Zustand der ständigen Veränderung nicht endet, manchmal danach sogar wirklich krank werden. Besonders die Zeiten, in denen niemand im Haus ist, Phasen, in denen gefüttert, gekuschelt oder zusammen gespielt wird, sollten regelmäßig und vor allem für deine Katze möglichst planbar sein. Drittens, Stören am Schlafplatz. Im Gegensatz zu anderen Katzen können wir die Signale, die Katzen mit ihrer Körpersprache vermitteln, häufig nur sehr schlecht lesen. Katzen spielen und interagieren nur dann miteinander, wenn ihr jeweiliges Gegenüber auch bereit dazu ist. Wenn deine Katze sich an ihren Schlafplatz zurückzieht, dann hat sie an einer solchen Interaktion kein Interesse, sondern möchte ihre Ruhe haben. Wenn du also häufig, wenn deine Katze in ihrer Schlafhöhle oder einem anderen Schlafplatz liegt, zu ihr hingehst und sie anfängst zu streicheln, mit ihr zu reden oder sie sogar hochzuheben, dann solltest du damit wieder aufhören. Damit deine Katze vollkommen abschalten und sich erholen kann, benötigt sie die Gewissheit, dass sie an ihrem Schlafplatz in Ruhe gelassen wird. Viertens, deine Katze verfolgen. Ganz ähnlich verhält es sich damit, wenn deine Katze den Raum verlässt. Besonders dann, wenn du sie zuvor gestreichelt hast oder sie vielleicht auf dem Arm hattest. Wenn deine Katze jetzt geht, dann hat das seinen Grund. Du solltest ihr dann auf keinen Fall hinterherlaufen und sie dazu zwingen, in deiner Nähe zu sein. Nicht nur deshalb, weil das deiner Katze nicht gefällt, sondern auch, weil du deiner Katze sonst beibringst, dass sie ständig von dir belästigt wird. Und das könnte zur Folge haben, dass deine Katze dich wann immer es geht meidet und nicht mehr zum Kuscheln zu dir kommt. Fünftens, ständig zum Tierarzt schleifen. Wir meinen es natürlich gut mit unseren Miezen. Und es ist natürlich in kritischen Situationen immer besser, einmal zu viel als einmal zu wenig zum Tierarzt zu gehen. Aber du solltest trotzdem gut abwägen und nicht wegen jedem kleinsten Krankheitszeichen und Zipperlein sofort deine Mieze in die Transportbox zwängen und zum Tierarzt fahren. Ein Tierarztbesuch bedeutet für die meisten Katzen einen enormen Stress und jeder Besuch kann dieses Gefühl noch verstärken, weil für deinen Vierbeiner immer eine große Ungewissheit und Angst mitschwingt, was sie dort erwartet. Deshalb gilt, wenn es kritisch ist, ab zum Tierarzt. Wenn nicht, schadet es auch nicht mal selbst einen Blick auf seriöse Quellen im Internet zu werfen oder sich anderweitig zu informieren. Sechstens, die Katze in die Transportbox zwängen. Wenn du von Anfang an deine Katze dazu zwingst, in die Transportbox zu gehen, sie vielleicht sogar mit Gewalt hineinschiebst, verbindet sie damit bald eine große Angst. Wenn es irgendwie zu verhindern ist, solltest du das also nicht tun, sondern mit Geduld und Motivation vorgehen, zum Beispiel durch ein paar Leckerlis in der Box. Noch besser ist es, wenn du frühzeitig mit Boxentraining beginnst, wozu wir auch ein Video auf dem Kanal haben. Siebtens, vergessen das Wasser aufzufüllen. Als ursprüngliche Wüstentiere sind Katzen schlechte Trinker.
Wenn ausschließlich Nassfutter gefüttert wird, können sie den Großteil ihres Wasserbedarfs darüber decken. Trotzdem ist es enorm wichtig, dass deine Katze immer frisches Wasser zur Verfügung stehen hat, damit sie, wenn sie etwas trinken möchte, auch wirklich etwas vorfindet. Noch wichtiger ist das, wenn du gelegentlich oder sogar täglich Trockenfutter fütterst. Dann ist ein Trinkbrunnen zu empfehlen, damit deine Katze genügend Wasser aufnimmt und keine schweren Nierenerkrankungen entwickelt. Achtens, gegen ihren Willen hochheben. Es gibt einige Katzen, die sich sehr gerne hochheben lassen. Aber der Großteil der Katzen lässt es im besten Fall gelegentlich und widerwillig über sich ergehen. Wenn sich deine Katze anfängt zu winden und versucht sich zu befreien, solltest du sie sofort absetzen und sie niemals zwingen, auf deinem Arm zu bleiben. Ähnlich wie beim Verfolgen oder beim Stören am Schlafplatz könnte das nämlich dafür sorgen, dass deine Mieze immer mehr das Interesse daran verliert, zu dir zu kommen. Vor allem aber kann sich deine Katze im schlimmsten Fall an der Wirbelsäule verletzen, wenn sie versucht, sich aus deinem Griff zu befreien. Wenn du Kinder zu Hause hast und insbesondere auch dann, wenn Freunde der Kinder zu Gast sind, die keine eigenen Miezen haben, solltest du hierauf achten. 9. An der Hauptstraße rauslassen. Neben Nierenerkrankungen ist das Überfahrenwerden bei Katzen eine der häufigsten Todesursachen unserer Vierbeiner. Besonders die ersten 3 Lebensjahre sind enorm kritisch und viele junge Miezen werden leider von Autos erfasst und sterben an den Verletzungen. Wenn du in Erwägung ziehst, deiner Katze Freigang zu geben, solltest du dir deshalb vorher gut überlegen, wo die nächste Hauptstraße ist und dir bewusst machen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unglücks sehr wahrscheinlich deutlich höher ist, als du es dir vorstellen kannst. 10. Giftige Lebensmittel liegen lassen. Es gibt viele Lebensmittel, die für Katzen giftig, häufig sogar tödlich giftig sind. Du solltest deshalb unbedingt wissen, welche Lebensmittel darunter fallen und diese Dinge dann niemals in der Reichweite deiner Katze haben. Also vor allem nicht auf dem Boden oder auch nicht dort, wo deine Mieze eigenständig hochspringt. Zu den gefährlichsten Lebensmitteln gehören Schokolade, Alkohol, Zwiebeln und Knoblauch sowie manche Avocadosorten. Natürlich gehen die meisten Katzen nicht an pure Zwiebeln. Aber wie sieht es vielleicht mit Hackfleischbällchen aus, in denen Zwiebeln drin sind? Auch wird deine Mieze vermutlich keinen Schluck aus dem Uso-Glas nehmen. Aber vielleicht einen Bissen vom Rumkuchen probieren? Behalte das also im Hinterkopf und lass nichts herumliegen. 11. Die Wohnung und den Schlafplatz ändern. Katzen und ihre Routine. Das hatten wir heute ja schon. Aber zur Routine gehört auch, dass sich in ihrem Revier nicht allzu viel ändert. Schon das Verrücken von Möbeln kann deine Katze irritieren, ist aber natürlich manchmal nicht zu vermeiden. Auf keinen Fall aber solltest du den Schlafplatz deiner Katze von einem an einen anderen Ort verlagern, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Deiner Mieze beispielsweise ihr Bettchen hinterherzutragen, wenn sie vielleicht mal in einem anderen Raum mehr Zeit verbringt, ist eine schlechte Idee. Mal Hand aufs Herz, wie viele dieser 11 Dinge machst du vielleicht falsch? Oder bist du schon der perfekte Katzenhalter und machst alles richtig? Vielleicht weißt du ja auch noch andere Sachen, die man auf keinen Fall falsch machen sollte und die du anderen Katzenbesitzern sagen möchtest. Wenn das der Fall ist, dann schreib sie unter dem Video in die Kommentare. Apropos Katzenhalter. Es gibt insgesamt 8 Typen von Katzenhaltern. Wenn du herausfinden willst, welcher du bist, dann schau dir unser Video dazu an, indem du links auf das Bild klickst. Und wenn du wissen willst, welche 5 Dinge deine Katze täglich für dich tut, ohne dass du sie bemerkst, dann klick jetzt auf das Video rechts.